Die Türkei erlebt Knappheit. Und wo etwas knapp wird, da steigt die Nachfrage. Und wenn etwas mehr nachgefragt wird, als es vorhanden ist, dann steigt auch der Preis dieser Ware. Das führt zu Inflation im Land. In der Wirtschaft gibt es immer wieder Knappheit. Das Beispiel Türkei zeigt jedoch, dass es auch eine Knappheit geben kann, die gar nicht da ist. Das nennt man künstliche oder vorgetäuschte Knappheit. Weiteres zu dem Thema später in diesem Video. Oft entsteht Knappheit in der Landwirtschaft, wenn die Ernte aufgrund Wettereinflüssen ausfällt. Dann werden entsprechende Waren vorübergehend importiert. Eine Regierung stehen für Rohstoffe auch Vorratslager im Land bereit, die bei einer Knappheit freigegeben werden können, um den Preis zu stützen. Eine Knappheit, die nicht gestützt werden konnte, ist die aktuelle Computerchip-Krise. Elektronikchips werden an allen Geräten und Autos verbaut. Und weil die Produktion der Nachfrage nicht mehr nachkommen kann, gibt es zu wenig Chips, die in Spielkonsolen, Autos, PCs und weiteren Geräten eingebaut werden können. Der Grund für diese aktuelle Knappheit ist erklärbar durch die Corona-Pandemie. Hersteller haben die Produktion gedrosselt. In dieser Zeit wurde aber der Bedarf an Geräten aufgrund Homeschooling, Homeoffice etc. dermaßen erhöht, dass nicht einmal mehr die normale Produktionsmenge genügt hatte und es zur Knappheit führte. Das führte dazu, dass diese Halbleiterelemente sehr teuer wurden. Auf der Basis der Nachfrage verteuert oder vergünstigt sich auch der Preis von Gold oder Silber. In der Türkei findet man aber eine weitere Variante von Knappheit. Hier geht es um die vorgetäuschte Knappheit. Es gibt Kreise, die versuchen künstlich eine Inflation herbeizuführen. Andere wollen auf diesem Weg bloß noch mehr Margenprofit herausschlagen. Nun, wie kommt es zur künstlichen Knappheit? 2018 wurden in der Türkei die Preise für Kartoffeln und Zwiebeln künstlich erhöht, damit die Menschen eine wirtschaftliche Unzufriedenheit verspüren sollten. Später stellte sich heraus, dass es sich hier um eine politische Aktion verbündeter Händler handelte. Nachdem das Gemüse sich verteuerte und die Inflation sichtbar wurde, fand man Tonnen von Kartoffeln und Zwiebeln in Lagern versteckt. Das gleiche Spiel läuft auch im 2021 in der Türkei. Viele Waren, darunter Autos, wurden in Lagern versteckt und nicht mehr zum Verkauf angeboten. Erst nachdem die Preise stark angestiegen sind, wurden Autos wieder vereinzelt am Markt zum überhöhten Preis angeboten. Das kann auch ein Mitgrund für die aktuelle Inflation sein. Wegen einer abwertenden Lira sind keine Preiserhöhungen an einheimisch hergestellten Waren zu erwarten. Da müssen Käufer in der Türkei die Händler darauf aufmerksam machen.